Hallo meine Lieben, ich stelle euch heute ein Set vor, das ich so eigentlich nicht geplant habe, dass wir euch das vorstellen. Aber Christoph und Zuhören, das ist so eine Sache. Beim Reden ist er besser, aber beim Zuhören nicht so wahnsinnig. Und deswegen... Stimmt alles nicht, was die Frau erzählt. Glaubt ihr kein Wort. Aber falls ihr euch noch an das Katalogvideo erinnert, das wir vor kurzem gemacht haben, wo wir alle möglichen Sets durchgegangen sind, habe ich gesagt, Zitat, glaube ich, der Blumenstrauß, der gefällt mir nicht so wahnsinnig. Ich glaube, den möchte ich nicht haben. Und was habe ich zum Valentinstag bekommen? Einen Blumenstrauß. Ein echter Romantiker. Nein, wisst ihr, ich muss zugeben, Rita hat das Set nicht von mir zum Valentinstag bekommen, sondern von einer guten Freundin von ihr. Ich wollte es ihr bestellen, war es ausverkauft bei Lego. Das gibt's nicht. Dann hat sie nur dieses kleine Polybag bekommen, was beim Spring Lantern Festival dabei war. Ich habe mich geärgert, grün und blau. Auf einmal hat sie das Set, den Blumenstrauß von einer Freundin bekommen. Jetzt stehe ich blöd da. Er steht sowieso blöd da. Also es ist egal. Deswegen sage ich auch nicht das Ganze wieder. Ich habe auch nicht mitgebaut. Und Nein. Nur ich bin angepisst jetzt. Also, ich stelle euch heute diesen Blumenstrauß vor. Ganz wichtig, was auch überall draufsteht, ihr wisst es wahrscheinlich schon, die Vase war nicht dabei und auch die Steine hier unten drinnen waren nicht dabei. Falls ihr solche Blumen oder diesen Blumenstrauß bekommt, ist sehr empfehlenswert, dass ihr irgendwelche Steine unten drinnen habt, denn ansonsten fliegen die Blumen nur herum und das macht es ein bisschen schwierig. Lustigerweise, ich habe euch ja gesagt, ich wollte diesen Blumenstrauß eigentlich von den Bildern her nicht haben, speziell weil mir die Rosen nicht gefallen haben. Die sind auf der Box nämlich quasi bronzefarben und ich habe mir gedacht, warum bronzefarbene Rosen? Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn, das gefällt mir sicher nicht. Sie sind aber nicht bronzefarben. Also die Farben auf der Verpackung sind irgendwie ganz andere, als sie dann in echt sind. Und deswegen muss ich jetzt im Nachhinein sagen, mir gefällt der Blumenstrauß besser, als ich mir gedacht habe. Mir übrigens auch, wenn ich doch kurz was sagen darf. Ich glaube, ich habe beim Katalogvideo auch gesagt, ach, jetzt probieren sie wirklich alles, um irgendwie an ihr Geld zu kommen, die bei Lego. Und habe mir gedacht, was soll das denn sein? Wer stellt sich so einen Lego-Blumenstrauß hin? Ja, wir. Er schmückt seit einiger Zeit unseren Esstisch. Wir haben große Freude damit. Es ist ein Set um 50 €, 750 Teile oder so, 756 Teile. Es gibt auch noch Erweiterungssets dazu. Man kann um 10 € oder ich glaube um 12 € ein Rosenset dazu kaufen, ein Tulpenset, das werden wir vielleicht auch noch machen. Das Set war exklusiv bei Lego, nur die ersten Teile. Wir haben es jetzt aber schon bei Müller gesehen. Genau. Ihr könnt es also vielleicht dort auch mal mit Angeboten mitnehmen, wenn ihr den so wollt. Ja, übrigens war es, glaube ich, dann auch eben, wie du gesagt hast, ausverkauft eine Zeit lang. Und dann hat man es auch für horrende Preise auf eBay gesehen. Also das war schon eine Wahnsinnsschweinerei. Aber gut. Naja. Gut. Was kannst du uns denn hier präsentieren? Ich sehe ein paar doppelte... Ein paar sind sogar dreimal vorhanden. Ein paar sind doppelt. Glaube ich, dreimal vorhanden. Jetzt habe ich gerade irgendwie... Mir ist vorgekommen, diese weiße ist dreimal vorhanden. Na gut, dann eben nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wenn dann, genau, doch die Rosen sind dreimal drinnen. Genau. Und ich muss sagen, mir gefällt diese Kombination von den Blumen sehr gut, obwohl ich wirklich am Anfang sehr, sehr skeptisch war. Wir haben einerseits eben nicht nur Blumen, sondern wie gerade Christoph hergezeigt hat, auch Grünzeug. Und da haben wir zum Beispiel solche Blätter, die lustigerweise zum Beispiel ein Surfboard vorne verbaut haben. Richtig, die Teile sind übrigens sehr cool, auch diese langen Technikstangen hier. Ja. Hier in Sand Green und hier unten ist ein Surfboard draufgesteckt. Und das oben ist, glaube ich, von irgendeinem, keine Ahnung, Flugzeug oder von irgendeinem, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall so aus. Cool, so zum Abbiegen, das sieht echt cool aus als Blatt. Ja. Genau, das ist dreimal drinnen übrigens. Genau. Hier ein bisschen zur Auflockerung des Bouquets. Dann haben ich bin wir ja noch gelernter Florist, wie ihr
bestimmt schon bemerkt habt. Dann haben wir auch noch anderes Grünzeug, nämlich das hier. Ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das ist auch nur einmal drin. Zweimal. Ach ja, zweimal. Entschuldigung, Zweimal. hier ist nochmal. Hier sind 2 Büsche oben verbaut in dunkelgrün, lustigerweise. Wir haben die auch in unserer Stadt, aber sehr viele auch in hellgrün, die wir in Legoland letztes Jahr gekauft haben. Auch wieder die lange Der Technikstange. Fabrik sind günstig dort. Schlag zu, wenn ihr dort seid. Ja, das war echt ein gutes Angebot. Und dann haben wir unten noch ein paar solche Techniksteine verbaut oder diese Röhren hier. 4 an der Zahl, die quasi das dann noch ein bisschen verlängern. Das ist bei manchen Blumen so passiert, damit man quasi eine unterschiedliche Höhe hat. Ich glaube, das sind diese Konnektoren, wo man mehrere Technikstangen zusammensetzen kann. Ups. Genau, damit nicht alles auf der gleichen Höhe ist. Denn Blumen Ja. sind ja auch nicht immer gleich lang abgeschnitten. Genau. Wir haben auch unterschiedlich lange Stiele. Dann ist jetzt hier, glaube ich, mein Favorit unter den Bestandteilen dieses Blumenstraußes. Das ist, glaube ich, sowas wie ein Zierlauch. Die habe ich mal auf einem Barcelona-Urlaub gesehen. Die sind echt schöne Blumen und auch sehr aufwendig gemacht mit diesen eigentlich Blättern hier in Lavendelfarben und zwischendrin ein bisschen ein violetter Einmal-Einstein mit so einem Clipser dran. Und das ist schon echt cool gemacht. Verschwenderisch viele von diesen Blättern sind hier drauf, damit man das quasi darstellen kann, diesen Zierlauch. Sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr gut. Das ist auch nur einmal drinnen, Ja, aber sieht wirklich toll aus von der Farbe her und gibt dem Ganzen ein bisschen Pep. Das wollen wir ja. auf jeden Fall. Weiter geht's mit... Dann haben wir diese Blume hier. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe echt keinen grünen Daumen. Ich bin zwar gelernter Florist, aber ich sage nicht, wie die Blumen heißen. Genau deswegen. Cool auf jeden Fall hier diese Krallen, die man öfters auch jetzt zum Beispiel bei Hidden Side gesehen hat. Zum Beispiel bei der Schule kommen die unten so raus. Da waren sie aber, glaube ich, in irgendeinem Gelb oder so. Hier sind sie auch wieder in Sand Green. Und die Blumen sind hier wirklich schön. Die sind sehr, sehr cool. Nämlich speziell, weil sie unten quasi schon aufgeblüht sind. Und in dem dunklen, ich weiß leider nicht genau, welche Farbe ich glaube, das ist Magenta unten. Okay. Dann hier oben, da sind sie quasi so mehr oder weniger am Aufblühen. Oben sehen wir nur die Knospen und oben ist es noch ganz grün und das sieht Das ist echt total cool aus. Total cool. Ja. Wirklich, alle schauen so ein bisschen in eine andere Richtung. Und dass das so gemacht wurde, dass die gerade jetzt erst am Aufgehen und Aufblühen sind, das finde ich eine wirklich, wirklich tolle Sache. Das ist übrigens auch zweimal drin. Hier hinten haben wir es lustigerweise nochmal. Einmal aber so mit einem abgeknickten, also einmal gerade und einmal so etwas abgeknickt. Wie es auch in der Natur wahrscheinlich manchmal vorkommt, sind nicht alle so gerade. Das ist schon echt cool gemacht und eben für die Variation wieder sehr, sehr cool. Dann haben wir noch eine weitere Blume, die auch nur einmal drinnen ist. Keine Ahnung, was das sein soll. Cool auf jeden Fall mit diesen gelben Krönchen und Blättern. Genau, goldene Krönchen sogar. Goldene Blätter, goldene Krönchen. Und wir haben hier diese, was so quasi bei den Blumen normalerweise verbaut ist, wo 3 so Blumenköpfe drauf können, aber in braun. Und da sind immer 2 ineinander gesteckt und dann hier diese wieder lavendelfarbenen kleinen Blüten hier drauf. Und das sieht auch sehr, sehr nett aus, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wieder sehr aufwendig mit diesen vielen Teilen hier. Aber das muss wohl so sein. Sonst sehen Blumen natürlich nicht so toll aus. Ja, sind so. Ich finde auch. Oh. Hier fällt gleich der ganze Blumenstrauß vom Tisch. Ach, das geht schon. Dann haben wir hier ein Gänseblümchen. Eine Margarite. Margarite. Vergiss mir nicht. Eindeutig, vergiss mir nicht, man sieht die blaue Farbe. Genau. Ja, ich wollte euch nur testen und Rita auch. Gut. Hier haben wir eben 3 Blüten und lustigerweise anstatt der 4. Blüte haben wir nur so ein
ja, wie nennt man das, so einen kleinen Ast hier drinnen. Das kann sein, dass das vielleicht schon verblüht ist, hier auf der Seite oder sonstig. Auf jeden Fall cool gemacht. Man kann die hier auseinanderklappen, wie man das möchte, wie es einem am besten gefällt. Und sieht auch sehr, sehr nett aus. Und als letztes eben eigentlich die Blumen, wieso ich diesen Strauß fast nicht gekauft hätte. Nein, die vorletzte Blume, Entschuldigung. Es kommt dann noch was, genau. Das sind die Rosen und ihr seht es, die sind nicht bronzefarben. Erstens mal, das sind diese Vorderteile von Autos, das finde ich total geil, also wirklich Hammerteil. Hinten 2 verschiedene Autos. 2 verschiedene so Motorhauben und von Autos so Geschichten. Dann auch hier innen, das Ganze ist aufgehängt an so Lego Technik Lenkrädern, 2 Stück an der Zahl. Und hier das Blatt ist ein Flügel von einem Flugsaurier. Ich glaube, das haben sie aus der Jurassic Park Serie abgezweigt. Das ist so also cool. Das ist von den Teilen einfach total cool. Die Farbe, ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber wie Rita richtig sagt, die ist auf der Schachtel bronzefarben. Eben, und ich dachte mir, bronzefarben ist sehr, sehr schräg bei einer Blume, aber ich finde dieses, ich würde eher sagen, cremefarbene. Der Kavalier mit der roten Rose. Da müsstest du es doch so im Mund haben. Total cool auf jeden Fall. Dieses cremefarbene finde ich schon wieder viel schöner, als ich mir das vorgestellt habe mit dem bronzefarbenen. Also von dem her... Ist auch 2-mal enthalten, sehe ich gerade. 3 Rosen. 3-mal sogar. Genau. 2 abgeknickte, eine gerade Rose. Deswegen. Genau. Und die letzte. Und das ist wirklich die letzte. Eine Lilie. Ich weiß es leider nicht. Das ist eine orange Blume auf jeden Fall, ohne viel Schnickschnack, aber ist auch wieder sehr nett gemacht, wieder mit diesen Karosserieteilen, lustigerweise. Also die Autoteile sind hier gut verbaut in diesem Blumenstrauß und es macht auch wirklich Sinn. Also es sind echt nette Blumen, muss ich sagen. Ich finde auch, wir werden jetzt auch versuchen, dass wir vielleicht diese Add-ons dazu bekommen, diese Rosen und diese Tulpen. Um einen 10er oder 12 Euro kann man die mitnehmen. Ja, übrigens habt ihr die Dornen bei der Rose gesehen, die sind auch cool. Das sind diese Hörner, oder? Das sind diese Hörner von den, keine Ahnung, die überall schon vorgekommen sind. Ja, also man kann davon halten, was man will. Wahrscheinlich gibt es viele Leute unter euch, die sagen, was ist das bitte für ein Blödsinn? Lego ist zum Bauen da. Und nicht als Tischdekoration, das ist ja zweckentfremdet bis zum geht nicht mehr. Ja, aber ich muss euch trotzdem sagen, ich habe keinen grünen Daumen, wie ihr sicher bemerkt habt. Ich kenne mich bei Blumen nicht wahnsinnig gut aus und immer wenn ich irgendwelche Tulpen bekomme oder sonstiges, freue ich mich sehr. Aber sie sind binnen weniger Tage, deswegen... Ich vergesse dann auch immer leider zu gießen und ganz schwierig, bei Tulpen speziell. Und deswegen freue ich mich umso mehr über sowas, denn es sieht echt cool aus und man kann das einfach stehen haben. Die Leute sind beeindruckt, weil man so schöne Blumen hat. Geht nicht besser, würde ich sagen. Ganz richtig, ja. Also der Besuch, der jetzt dann kommen wird immer sagen, oh, was habt ihr für schöne Blumen? Natürlich haben wir mehr oder weniger das ganze Jahr dann dieselben Blumen am Tisch, außer wir tauschen das Bouquet immer wieder mal ein bisschen aus. Ich muss schon sagen, Lego wird damit, aber das machen sie ja auch mit vielen anderen, auch eigentlich die Architecture-Serie, vieles von Technik und so weiter, auch die Art-Serie wird immer mehr zum Lifestyle-Produkt und wird eigentlich nicht mehr so zum Bauen verwendet, was es eigentlich mal gedacht war. Andererseits, warum auch nicht? Wenn einem so ein Blumenstrauß gefällt, Rita gefällt ja, ich kann mich auch damit anfreunden, dann sage ich, warum nicht? Also es gibt schon, ich habe schon schlechtere Sets um 50 Euro gesehen, also von Funktionen und so weiter brauchen wir hier natürlich nicht sprechen, aber es ist mal was anderes und es sind viele Teile dabei, die auch so in Natura jede Menge Geld kosten würden. Also diese ganzen Blumen, Pflanzen, Blätterteile, die sind nicht günstig. Und es macht trotzdem Spaß, das zu bauen, muss ich sagen. Wobei es nicht immer ganz leicht ist, weil es natürlich so ein 18-Plus-Set ist und jetzt die Anleitung in schwarz ist. Das ist das Einzige, was ein bisschen schwierig war teilweise, weil wir ja doch diese dunkelgrün, dunkelbraun, schwarzen Teile haben. Und da habe ich mir fast ein bisschen schwer getan, manchmal die Teile zu sehen, was jetzt genau verbaut wurde. Aber ansonsten
ich finde, Bauspaß war auf jeden Fall da. Es war mal ganz was anderes zum Bauen. Und wie gesagt, es ist sehr praktisch, denn jetzt haben wir immer eine schöne Tischdekoration. Ich sehe es genauso. Ich brauche Rita dann gar keine frischen Rosen vom irgendeinem Blumengeschäft mehr kaufen, denn sie will sowieso nur die von Lego. Das ist ihr lieber. Und die tun mir sonst oft so leid, die Rosen. Also es ist wirklich... Also ökologischer Fußabdruck, ihr wisst, was wir meinen. Es ist zwar auch aus Kunststoff, aber natürlich langlebiger, als immer wieder neue Blumen zu kaufen. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Botanik. Wir waren querfeldein und querbeet unterwegs mit euch und haben ein bisschen Biologie studiert. Sollten wir uns vielleicht doch mal ansehen, glaube ich. Ich glaube auch. Aber ja, sagt uns auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Ist das für euch noch ein Lego-Set im klassischen Sinn oder hat das nicht mehr viel mit Lego zu tun? Wie gesagt, es gibt die eine und die andere Meinung, die hier legitim ist. Auf jeden Fall freue ich mich immer, wenn ich den Blumenstrauß hier stehen sehe, und ich freue mich, wenn ich Rita den Blumenstrauß bewundern sehe. Sie ist begeistert, und ja, dann, es war auch ihre Mutter schon da, die hat gleich ganz begeistert geschaut und gesagt, wo wir den herhaben. Sie will auch so einen. Also ganz toll eigentlich. Und auf jeden Fall. Wohin passt er besser als bei uns hier am Tisch, wo hier ja auch immer wieder über Lego gesprochen wird und viel Lego gebaut wird. Eben, das muss fast sein. Also von dem her schon echt eine coole Sache. Ja, wir sind gespannt auf eure Meinungen. Vielleicht habt ihr auch schon die roten Rosen zu Hause. Die hätte ich nämlich auch noch gerne. Die habt ihr mir weggekauft, glaube ich. Die wollte ich nämlich Rita auch zum Valentinstag kaufen, waren auch ausverkauft. Ich schwöre. Ja, genau. Naja, mal sehen, vielleicht der nächste Valentinstag dann. Und ja. Bei mir ist, was ein Rita anbelangt, jeder Tag im Jahr Valentinstag. Oh. Ich weiß nicht, warum ihr Frauen euch immer so auf den 14. Februar versteift. Es ist doch immer Valentinstag bei dir, oder aber nicht? Dann mit mir 14. als dein Partner. Aber dann am 14. genauso. Naja, egal. Wir driften schon wieder ab. Ich würde sagen, ab mit eurer Meinung in die Kommentare, und dann baut auch ihr was Schönes, vielleicht auch ein Gänseblümchen / Vergissmeinnicht. Genau, also ab ins Gemüse mit euch, wir sehen uns. Tschüss.